NIO hat speziell für den europäischen Markt den NIO ET5 Kombi entwickelt und jetzt hat diese Version des ET5 eine Zulassung der chinesischen Regulierungsbehörde erhalten. Der Kombi ist also bereit, in die Produktion in China zu starten. Alles, was man aktuell zum NIO ET5 Kombi wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Gerade erst hat der chinesische Elektroautohersteller NIO bei uns den ET7 auf den Markt gebracht und das SUV EL7 vorgestellt. Im Sommer folgt nun die mit Spannung erwartete Limousine ET5 und die wird es wohl auch als Kombi geben. Der ET5 Kombi wird übrigens von der JAC NIO Fabrik in Hefei montiert. Aus diesem Grund kann man auf den ersten Bildern das Abzeichen JAC Auto auf der Rückseite des ET5 sehen. Derzeit stellt dieses Werk auch Fahrzeuge wie ES6, EL7, EL8, EC6 und ET7 her. Was die ET5-Limousine betrifft, produziert NIO sie im Werk in Neopark. Laut einem Mitarbeiter von NIO wird diese Version des ET5 ET5 Touring heißen. Es zeigt, wie sehr NIO mit etablierten Marken konkurrieren will, insbesondere mit BMW. Aber wir erinnern uns an den Rechtsstreit zwischen NIO und Audi, als das Gericht NIO untersagte, den Namen ES8 und ES6 zu verwenden. Dasselbe kann also dem ET5 Touring passieren. Übrigens haben viele chinesische Medien begonnen, den ET5 als Shooting Brake zu bezeichnen. Vielleicht ist das eine weitere Namensoption für NIO. Das Außendesign steht im Einklang mit der neuesten Designsprache der Marke. Was sein Frontend betrifft, ist es der ET5-Limousine ziemlich baugleich. Man kann die gleichen Scheinwerfer, Lauflichter, eine schräge Motorhaubenlinie und einen LiDAR-Sensor mit Kameras auf dem Dach erkennen. Auch der ET5 Kombi hat wie die Limousine echte Seitenspiegel. Alle auffälligen Änderungen beginnen nach der B-Säule des ET5. Jetzt hat es also offiziell eine Kombikarosserie. Wie wir von der Seite sehen können, hat dieses Elektrofahrzeug immer noch den bekannten LED-Rücklichtstreifen der Marke. Wir können hier auch sehen, dass der ET5 einen winzigen Heckwischer bekommen hat, der aber nicht allzu praktisch und viel zu klein aussieht. Darüber können wir einen sportlichen Dachspoiler erkennen. Was den Kofferraum betrifft, so scheint seine Tür zu klein zu sein. Selbst mit einem geräumigen Kofferraum sieht es so aus, als ob man dort also keine großen Sachen unterbringen kann, weil die Tür zu eng ist. Wie wir weiter auf den Bildern sehen können, wird der ET5 Kombi optionale rote Bremssättel und 5 Arten von Felgen haben. Wir können auch sehen, dass es zusätzlich mit einem optionalen sogenannten Mondpaket erhältlich sein wird. In Bezug auf das Interieur bleibt sozusagen alles beim Alten. So ist der Mittelpunkt des Innenraums das 12,8 Zoll Hochkant-Display. Er ergänzt einen Bildschirm, der sich hinter dem Lenkrad befindet. Mittig auf dem Armaturenbrett sieht man außerdem in das vielleicht schon dem ein oder anderen bekannte Gesicht des NIO-Sprachassistenten Nomi. Was die Materialien angeht, so hat man Teile der Stoffe aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Andere Kunststoffteile basieren auf Pflanzenfasern. NIO bestätigt, dass der Einsatz dieser Materialien die CO2-Emissionen bei der Produktion im Vergleich mit herkömmlichen Stoffen um 30% reduziert. Fast alle Oberflächen im ET5 können mit LEDs beleuchtet werden, die man in jeder Menge Farben einstellen kann und sich an die Stimmung der Passagiere anpassen können. Die DAZN iQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebauten MID-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox wissen wollt, dann könnt ihr euch die DAZN iQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de ansehen und auch bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZN iQ und weiter geht's. Der NIO ET5 Touring ist 4,79 Meter lang, 1,96 Meter breit, 1,49 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,88 Metern. Er hat also praktisch die gleiche Größe wie die ET5 Limousine. Zum Vergleich, der ET5 Kombi ist 77 mm länger, 133 mm breiter und 57 mm höher als der BMW 3er Touring. Sein Leergewicht liegt im Bereich von 2195 bis 2245 Kilogramm. Das Gesamtgewicht liegt bei 2730 Kilo.
Der ET5 Kombi ist also ein ziemlich schweres Gefährt, kann aber auch zusätzlich bis zu 1400 Kilogramm ziehen. Der NIO ET5 Kombi wird mit einer Standard-Batterieoption erhältlich sein und kann genau wie alle anderen NIO-Fahrzeuge die Batteriewechselstationen in Zukunft mitbenutzen. Es wird 3 Batterievarianten geben. Die Standardvariante mit Hybrid-Ternaire-LFP-Batterie, also NMC-LFP mit 75 Kilowattstunden, eine Long-Range-Version mit Ternaire-Batterie mit 100 Kilowattstunden und als drittes die Ultra-Long-Range-Variante mit Semi-Solid-State-Batterie mit 150 Kilowattstunden, die im ersten Halbjahr 2023 in die Massenproduktion gehen soll. Was die Leistung betrifft, hat der ET5 Kombi 2 Elektromotoren an Bord. Der an der Vorderachse leistet 150 kW oder 204 PS, der Elektromotor an der Hinterachse 210 kW oder 286 PS. So erreicht die kombinierte Leistung des ET5 Kombis 360 kW oder 490 PS. Sein Antriebsstrang ist der gleiche wie bei der ET5 Limousine. Da der ET5 als Limousine bei uns ab 49.000 € kosten soll, und zwar ohne Akku, wird der Kombi wohl bei knapp über 50.000 € liegen. Inklusive der Batterie dürften mindestens 65.000 € fällig werden. Wie gefällt euch die Kombi-Version des ET5? Wäre der was für euch? Und was denkt ihr, wird er kosten? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!